ich bin Markus. Kennst du dieses Gefühl, dass das Leben einfach passiert, dass du aufwachst und der Tag kommt und geht und du dabei bist, aber nicht wirklich. Du atmest, du funktionierst, du machst alles richtig, aber tief drinnen ist diese Leere, diese stille, schwere Leere, die nie ganz weggeht. Ich kenne dieses Gefühl. Sehr gut, seit Jahren, jeden Morgen dasselbe. Ich stehe auf, ich mache Kaffee, ich setze mich ans Fenster und ich schaue raus. Draußen ist eine Frau, die joggt, jeden Morgen, immer zur selben Zeit. Sie lacht dabei, einfach so, alleine. Sie lacht, weil sie lebt. Ein Stück weiter ein Paar. Sie streiten. Dann umarmen sie sich. Dann lachen sie. Kinder rennen. Ein alter Mann füttert Tauben. Das Leben passiert da draußen. Laut und lebendig und echt. Und ich? Ich sitze hinter dem Glas. Mit meiner Tasse. Warm und sicher. Und leer. So leer. Ich habe mir lange gesagt, das ist okay. Ich bin eben ruhig. Ich brauche keine großen Dinge. Ich bin zufrieden. Aber eines Morgens habe ich in meinen Kaffee geschaut und gedacht, stimmt das wirklich? Bin ich wirklich zufrieden? Oder habe ich nur aufgehört zu fühlen, dass mir etwas fehlt? Diese Frage hat mich getroffen. Tief. Still. So wie ein Schmerz wehtut, den man so lange ignoriert hat, dass man vergessen hatte, dass er da ist. Jeden Sonntag gehe ich in den Park. Das ist das Einzige, was ich regelmäßig tue, das nichts mit Pflicht zu tun hat. Ich setze mich auf meine Bank. Immer dieselbe. Ich kenne jeden Riss im Holz. Ich kenne den Brunnen davor. Ich kenne die Bäume dahinter. Ich sitze dort und denke nach. Über das Leben, das ich hätte führen können. Über die Dinge, die ich immer wollte. Eine Reise, die ich nie gebucht habe. Ein Buch, das ich schreiben wollte, seit ich denken kann. Eine Gitarre, die zu Hause in der Ecke steht und mich jeden Tag anschaut. Ich denke daran und fühle dieses Stechen. Dieses leise, naggende Stechen irgendwo in der Brust. Als würde ein Teil von mir wissen, dass ich ihn vergessen habe. Und dann kommt der andere Gedanke. Der immer kommt. Zu spät. Zu alt. Zu viel Zeit vergangen. Diese 3 Sätze sind meine schlimmsten Feinde. Ich trage sie seit Jahren mit mir. Sie sind schwer, aber ich habe sie so oft gedacht, dass sie sich normal anfühlen. Wie alte Möbel, die man nicht mehr sieht. Die einfach da sind. Bis zu diesem einem Sonntag. Bis zu Heinrich. Es ist ein grauer Morgen. Ich sitze auf meiner Bank. Die Luft riecht nach nassem Laub und kaltem Stein. Ich halte meine Thermoskanne. Ich schaue auf den Brunnen. Kein Wasser. Winter. Dann höre ich Schritte. Langsame, schwere Schritte. Jemand setzt sich neben mich. Ich rücke ein bisschen zur Seite. Ich schaue nicht hin. Das ist meine Bank, mein Sonntag, meine Stille. Dann eine Stimme, alt, ruhig, ein bisschen heiser. »Schöner Brunnen«, sagt die Stimme, auch wenn er gerade nichts tut. Ich antworte nicht sofort. Ich schaue kurz zur Seite. Ein alter Mann, sehr dünn, eine viel zu große Jacke, weißes Haar, aber seine Augen sind lebendig, hell, fast ein bisschen frech, als hätten sie Dinge gesehen, die die meisten Menschen nie sehen werden. »Ja«, sage ich kurz und schaue weg. Ich hoffe, er versteht. Er versteht es nicht. Oder er ignoriert es. Er atmet tief durch, lehnt sich zurück, schaut in den Himmel. »Ich komme jeden Sonntag her«, sagt er ruhig. »Seit vielen Jahren.« Er macht eine Pause. »Heute zum letzten Mal.« Ich schaue ihn an. Unwillkürlich. »Was meinen Sie?«, frage ich. Er dreht den Kopf zu mir, lächelt. Ein kleines, ruhiges Lächeln. »Ich bin krank«, sagt er einfach. »Nicht mehr lange. Deswegen wollte ich noch einmal herkommen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also sage ich nichts.
Wir sitzen nebeneinander. 2 Männer auf einer Bank, die Stadt um uns herum, der Brunnen vor uns, beide still. Er heißt Heinrich. Er sagt es nach einer Weile, ganz einfach, als würde man einem alten Freund seinen Namen sagen. Ich bin Heinrich. Werner, sage ich. Er nickt. Wir reden erst über kleine Dinge. Den Park, den Winter, wie der Brunnen im Sommer klingt. Aber dann fragt er mich etwas. Er schaut mich an, wirklich an, und fragt, was wollten Sie immer machen, Werner? Aber nie gemacht haben. Die Frage trifft mich, mitten in die Brust, an einem Ort, den ich lange nicht angefasst habe. Ich lache kurz. Verlegen. Ach, sage ich, das ist lange her. Er schüttelt den Kopf. Nein, sagt er leise. Das ist nicht lange her. Das lebt noch in Ihnen. Das sehe ich. Ich schaue weg. Ich spüre etwas in mir. Etwas, das ich nicht benennen kann. So etwas wie Scham. So etwas wie Schmerz. So etwas wie Sehnsucht. Alles auf einmal. Heinrich erzählt mir von sich. Ruhig. In kleinen Stücken. Er sagt, er hat sein ganzes Leben gewartet. Auf den richtigen Moment. Auf die richtige Zeit. Immer gewartet. Ich kenne das, sage ich leise. Er schaut mich an. Das sehe ich, sagt er. Er macht eine Pause. Dann sagt er, ich habe irgendwann aufgehört zu warten. Zu spät. Aber ich habe aufgehört. Was haben Sie dann gemacht? Frage ich. Er strahlt. Wie ein junger Mann. Alles, sagt er. Ich habe eine Reise gemacht. Alleine. Mit einem kleinen Rucksack. Ich habe eine Frau kennengelernt. Ich habe Gitarre gelernt. Er lacht. Laut. Ich war furchtbar schlecht. Aber ich habe es gemacht. 3 Jahre, sagt er dann leiser. 3 Jahre habe ich wirklich gelebt. Mehr als in all den Jahrzehnten davor. Ich schaue ihn an. Und ich sehe es. Dieser Mann bereut nichts. Nicht die Fehler. Nicht die schwierigen Momente. Nur die Jahre des Wartens. Die hat er verloren. Das steht in seinen Augen. Nicht als Schmerz, als Wahrheit. Wir sitzen lange. Die Sonne kommt kurz raus, verschwindet wieder. Heinrich atmet die Luft. Tief und bewusst, als würde er sie sammeln, jeden Atemzug, als wäre er kostbar. Dann schaut er mich an. Werner, sagt er, darf ich Ihnen etwas sagen? Ich nicke. Die beste Zeit, einen Garten zu pflanzen, war vor vielen Jahren, sagt er langsam. Aber die zweitbeste Zeit ist heute. Ich schaue ihn an. Ich verstehe die Worte. Aber ich brauche einen Moment, bis ich fühle, was dahinter steckt. Er wartet. Ruhig, als hätte er alle Zeit der Welt. Obwohl er sie nicht hat. Ich habe keinen Garten, sage ich schließlich. Er lacht leise. Doch, sagt er. Sie haben einen. Sie haben ihn nur noch nicht bepflanzt. Wir sitzen noch eine Weile. Dann stehen wir auf. Er gibt mir die Hand. Eine feste Hand. Fester, als ich erwartet hätte. Leben Sie, Werner, sagt er. Nicht irgendwann. Jetzt. Ich schaue ihm nach. Er geht langsam durch den Park. Aber aufrecht. Mit diesem Leuchten. Ich stehe lange da. Mit meiner leeren Thermoskanne. Und diesem Satz im Kopf. Die zweitbeste Zeit ist heute. Kurze Pause. Du verstehst Deutsch wirklich gut. Aber Verstehen und Sprechen sind 2 verschiedene Welten. Wir bauen gerade ein einzigartiges 30-Tage-Sprachsystem. Für Menschen genau wie dich, die in Deutschland leben oder leben wollen, aber sich noch nicht trauen zu reden. Keine langweilige Grammatik, nur 15 Minuten am Tag. Du kannst dir jetzt deinen Platz sichern und 30% Rabatt auf den Kurs bekommen. Link ist in der Beschreibung. Expertly, where speaking becomes living. Ich schlafe nicht in dieser Nacht. Ich liege im Dunkeln und starre an die Decke, und der Satz dreht sich in mir. Die zweitbeste Zeit ist heute. Ich stehe auf. Ich gehe durch die Wohnung. Ich bleibe vor der Ecke stehen. Die Gitarre.
Sie steht dort seit Jahren. Ich nehme sie. Ich setze mich auf den Boden. Ich halte sie einfach. Ich schlage eine Seite an. Sie klingt falsch. Natürlich. Verstimmt. Ich lächle. Allein im Dunkeln lächle ich über diese verstimmte Gitarre. Dann gehe ich zum Schreibtisch. Ich nehme ein Blatt Papier. Ich schreibe obendrauf, was ich immer wollte. Und dann schreibe ich. Lange. Die Liste wird länger, als ich gedacht hätte. Eine Reise machen. Wirklich schreiben. Gitarre spielen. Mit Fremden reden. Verliebt sein. Tanzen, obwohl ich nicht tanzen kann. Etwas riskieren. Irgendetwas wagen. Rausgehen. Einfach rausgehen. Ich lese die Liste. Und dann kommt die Frage. Die ehrliche Frage. Warum habe ich das alles nicht gemacht? Die Antwort ist einfach. Und sie tut weh. Weil ich Angst hatte. Vor dem Scheitern. Vor dem Lachen der anderen. Vor dem Schmerz. Vor allem, was passieren könnte, wenn man wirklich lebt. Ich habe das Sichere gewählt. Immer. Und das Sichere hat mich leer gemacht. Ganz leise. Ganz langsam. Über viele Jahre. Am nächsten Morgen stehe ich früher auf als sonst. Kein Kaffee, kein Fenster. Ich ziehe mich an und gehe raus. Einfach so. Die Luft ist kalt, die Straßen sind noch still. Ich gehe einfach. Ohne Ziel, ohne Plan. Ich biege in Straßen ein, die ich nicht kenne. Ich schaue in Schaufenster. Ich bleibe vor einem Bäcker stehen, aus dem Brotgeruch kommt, und gehe rein und kaufe etwas und esse es draußen auf der Straße. Es schmeckt gut. So einfach. So gut. In den nächsten Wochen fange ich an. Mit allem auf einmal und mit nichts richtig, und das ist okay. Ich buche einen Gitarrenkurs. Ich komme hin und bin der Älteste und meine Finger tun weh und ich klinge furchtbar. Aber ich klinge. Ich mache Geräusche. Ich spiele. Schlecht, aber ich spiele. Ich setze mich in Cafés und spreche Fremde an. Manchmal sagen sie wenig. Manchmal reden wir eine Stunde. Ich buche eine Reise. Alleine. In eine Stadt, die ich nicht kenne. Ich habe keinen Plan. Nur eine Tasche. Ich laufe durch fremde Straßen und setze mich in ein Restaurant und bestelle etwas, das ich nicht kenne. Ich gehe zu einem Tanzkurs. Ich trete jemandem auf den Fuß. Ich drehe mich falsch. Alle schauen. Ich lache über mich selbst. Wirklich lache. Und ich merke etwas in diesen Wochen. Etwas Kleines, aber Wichtiges. Das Leben wartet nicht darauf, dass man bereit ist. Das Leben passiert, wenn man einfach anfängt. Kurze Unterbrechung. Wenn du gerade Deutsch hörst und verstehst, dann machst du bereits mehr als die meisten. Und falls du noch weiterkommen willst, habe ich genau das Richtige für dich geschrieben. Ein Buch voller Geschichten, die dein Deutsch auf das nächste Level bringen. Link unten in den Kommentaren. Das Schwerste ist nicht die Gitarre, nicht die fremde Stadt. Das Schwerste ist, sich zu zeigen. Wirklich zu zeigen. Mit allem, was man ist. Und was man nicht ist. Ich lerne eine Frau kennen. In einer Bibliothek. Sie sucht ein Buch. Ich sehe es neben mir stehen. Ich gebe es ihr. Wir reden. Erst über das Buch, dann über andere Dinge. Wir trinken Kaffee. Ich erzähle ihr von meiner Liste. Von Heinrich. Von der verstimmten Gitarre. Von dem Tanzkurs und meinen falschen Schritten. Sie hört zu. Wirklich zu. Mit dem ganzen Körper. Und dann sagt sie etwas, das mich trifft. Sie sagt, das klingt mutig. Ich schaue sie an. Ich denke, mutig? Ich? Ich bin der Mann, der jahrzehntelang am Fenster gesessen hat. Aber dann denke ich, vielleicht ist das genau der Mut. Nicht der laute Mut. Nicht der große Heldmut. Sondern dieser stille, zitternde Mut. Der Mut, anzufangen. Obwohl man nicht weiß, wie es ausgeht. Obwohl man Angst hat. Obwohl man vielleicht scheitert. Ich bin immer noch verletzlich. Das geht nicht weg.
Manche Morgen wache ich auf und die alte Stimme ist da. Die Stimme, die sagt, zu spät, zu alt, zu viel Zeit vergangen. Ich höre sie, ich lasse sie reden. Und dann stehe ich trotzdem auf. Das ist alles. Einfach trotzdem aufstehen. Mein Garten wächst, er ist klein, er ist unordentlich. Manche Pflanzen gehen ein, manche wachsen in die falsche Richtung. Aber er wächst. Ich schreibe jetzt, jeden Abend ein bisschen, manchmal nur ein paar Sätze, manchmal mehr. Ich schreibe über meinen Tag, über Heinrich, über die Gitarre, über die Frau in der Bibliothek, über den Tanzkurs, über die fremde Stadt, über all die kleinen Momente, die zusammen ein Leben ergeben. Ich habe das Buch noch nicht geschrieben, aber ich schreibe. Und das ist der Anfang. Ich gehe noch immer in den Park, jeden Sonntag. Ich setze mich auf meine Bank. Dritte von links, neben dem alten Brunnen. Aber ich sitze jetzt anders. Ich schaue nicht mehr nur zu. Ich bin da, wirklich da. Manchmal spricht mich jemand an, manchmal spreche ich jemanden an. Manchmal sitze ich einfach und atme und bin dankbar. Für diesen Morgen, für diese Bank, für Heinrich, für den Satz, der alles verändert hat. Ich denke oft an ihn. Ob er noch lebt? Wahrscheinlich nicht. Aber er lebt in mir, in diesem neuen Leben, in diesem Garten, der wächst. Und jetzt komme ich zu dir. Ja, zu dir. Du hörst mir zu. Oder du liest das. Und vielleicht denkst du, das kenne ich. Dieses Zuschauen, diese Stille, diese Stimme, die sagt, zu spät, zu alt, zu viel vergangen. Vielleicht sitzt du gerade an deinem Fenster. Vielleicht hast du auch eine Liste, eine unsichtbare Liste, mit allem, was du immer wolltest und nie gemacht hast. Eine Reise, ein Gespräch, ein Anfang, irgendwas. Dann möchte ich dir jetzt etwas sagen, so wie Heinrich es mir gesagt hat. Auf dieser Bank, an diesem grauen Morgen. Die beste Zeit, deinen Garten zu pflanzen, war vor vielen Jahren. Aber die zweitbeste Zeit ist heute, nicht morgen. Nicht, wenn du bereit bist, nicht, wenn die Angst weg ist. Heute, mit der Angst, mit dem Zittern, mit der Unsicherheit. Das Leben wartet nicht, es läuft weiter, mit oder ohne dich. Aber du kannst mitmachen, jetzt, sofort, mit dem Kleinsten, mit einem einzigen Schritt. Ruf jemanden an, den du lange nicht angerufen hast. Geh raus, ohne Ziel, fang an zu schreiben, was du immer schreiben wolltest. Sag ja, obwohl du Angst hast. Tanz, obwohl du nicht tanzen kannst. Liebe, obwohl du weißt, dass es wehtun kann. Das ist es. Das ist das Leben. Nicht das Sichere, nicht das Bequeme, das Echte, das Mutige, das Lebendige. Steh auf, geh raus, pflanz deinen Garten. Die zweitbeste Zeit ist jetzt. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt ist der nächste Schritt, selbstbewusst zu sprechen. Sichere dir deinen Platz in unserem 30-Tage-Kurs und bekomme 30% Rabatt. Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.